like to love you, but darling, I'm imprisoned by these chains. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Whoa, it's chains of love got a hold on me, yeah. Nennt mich Sam. Ich bin Schriftsteller. Zu schreiben begann ich an dem Tag, an dem mein Großvater mich und meine Mom ins Exil schickte. Die meisten Menschen würden sich an einem solchen Tag in ihrem Selbstmitleid suhlen, aber ich wählte diesen Moment, um meiner Berufung zu folgen. Dies ist meine Geschichte, aber im Gegensatz zu anderen Literaten werde ich die spannenden Stellen nicht auslassen. Samuel! Daddy, komm Sam nicht mit dieser Plantagenmassernummer. Er ist unschuldig. Was du in den Fingern hattest, kann nicht unschuldig sein. Noch ein weiterer Fehltritt. Und ich schicke den Jungen auf die Custer Militärakademie. Habe ich mich klar ausgedrückt? Oh ja, eure väterliche Eminenz. Sam, komm, nimm deine Karten mit. Casper behauptete, er würde uns zu unserem eigenen Wohl ins Exil schicken, was natürlich Blödsinn war. In Wahrheit hatte er vor, sich für das Amt des Gouverneurs zu bewerben, und solange Lydia frei herumlief, machte er sich vor Angst in die Hosen. Weißt du, warum ich dich und deine Mom nach Wyoming schicke? Weil Lydia wieder Mist gebaut hat? Es kommt der Zeitpunkt im Leben, da sollte man sich von allen kindischen Dingen trennen. Aber ich... Ich genehmige kein Aber. Nur zu, wirf sie rein. Am liebsten würde ich in Wyoming abkratzen. Dann würde es ihm richtig leid tun. Gut gemacht, Junge. Sehr gut gemacht. Sam Callahan rang mit dem Tode. Durch eine grausame Wendung des Schicksals war seine Pflegerin die wunderschönste Krankenschwester, die er jemals gesehen hatte. Es tut mir leid. Das überlebt er nicht. Sam, entschuldige, dass ich dich und deine Mom gerade dann in die raue Wildnis geschickt habe, als du dein Zuhause am meisten gebraucht hast. Könntest du mir vergeben, bevor du stirbst, Junge? Halt durch, Liebling! Was hast du angestellt, dass Casper so wütend ist? Gar nichts. Es gab nicht den geringsten Fehltritt. Er hat mir von dem Kubaner und dem Striptease auf dem Segelboot erzählt. Wenn es so schlimm war, dass du nicht darüber reden willst, dann stell dir meine Fantasien dazu vor. Ich bin unschuldig wie Schnee. Die ersten Siedler brüllten, auf in den Westen, hatten sie bestimmt eine angenehmere Fahrt vor sich. Lydia fuhr fast 3000 Kilometer mit offenem Verdeck. Höhenunterschiede und Temperaturschwankungen hatte sie nicht eingeplant. Sie konnte auch keine Karten lesen, also musste ich den Weg finden. Wir schworen uns, dass Großvater uns niemals trennen würde. Und als wir uns immer weiter und weiter von zu Hause entfernten, fühlten wir uns wie verwaiste Geschwister. Und wie die ersten Südstaatler, die sich je nach Wyoming verirrt hatten. Nun wirf schon. Schmeiß mal. Nun mach schon. Hey, Schlappschwanz! Der nächste ist für dich, Kleiner. Los, nun macht schon. Zieh mal richtig durch.
toller Sprung, du Mäusehirn. Achtung an alle Lehrer und Schüler, die Vorbereitungen für das Footballspiel am Freitag finden nach der 2. Stunde statt. Und um 14 Uhr führen wir heute eine Atombombenübung durch. Denkt daran, Schüler, Kopf runter und in Deckung bleiben. Hi, ich bin Howard Stebbins. Sam Callahan. Okay, Leute. Huckleberry Finn, Seite 47. Heute reden wir über Twains brillanten Einsatz des schwarzen Dialekts. Brillant von wegen. So redet doch keiner. Wieso vermutest du, hat Twain in einem Dialekt geschrieben, den keiner verwendet? Huck sollte wohl möglichst dumm wirken. Und Jimmy sogar noch dümmer. Ich habe Südstaaten-Akzente im Fernsehen gehört und so wie die redet dann niemand. Huck stammt aus Missouri. Das gehört nicht zu den Südstaaten. Na, du bist ja ein Schlauer. Wie wir wissen, war Mark Twain einer der größten Befürworter der Gleiches Recht für alle Bewegung. Und da in unserem Staat alle Menschen gleich behandelt werden, schätzen wir das. Ja schon, aber Twain hat Juden gehasst. Bist du jüdisch? Nein? Und woher willst du das dann wissen? Naja, ich kann lesen. Was regst du dich auf? Immerhin bist du ein Schwarzenhasser. Ich hasse die Schwarzen nicht. Aber du bist doch aus dem Süden. Alle unten im Süden hassen die Schwarzen. Jetzt tu doch nicht so. Hier können wir nicht bleiben, Mom. Unsere Beziehung basiert auf gegenseitigem Respekt, Sam. Hau mir nicht ständig um die Ohren, dass ich eine Mutter bin. Die Kinder hier sind Nazis, Lydia. Ich könnte mir vorstellen, dass die Väter von denen allen Cousins ersten Grades sind. Ah, deswegen haben die Männer hier alle kein Kinn. Nicht mal der Lehrer kennt sich richtig aus. Das verschwindet. Tote kann man doch nicht als Kunst an die Wand hängen. Typisch Casper, so ein Haus auszusuchen. Ich habe mir was wegen dieser blöden Verbannung überlegt. Sollte ich Bescheid wissen? So wie ich in Carolina gelebt habe, hat es nicht funktioniert. Allerdings nicht. Ich klingt mich aus allem aus. Ich mache eine Zeit lang keine Bekanntschaften mehr. Jetzt, von diesem Moment an, erkläre ich mich selbst für emotional katatonisch. Und wie zieht ein katatonischer Mensch ein Kind auf? Da werden wir uns schon was überlegen. Und immer schön gerade halten. Ein Mädchen wird nach seiner Haltung beurteilt. Wieso muss ich denn mitkommen? Unsere neuen Nachbarn sind Südstaatler. Was würden Sie denken, wenn die Damen des Hauses Sie nicht gemeinsam begrüßten? Hm? Aber der Junge ist ein Rindvieh. Kultivierte Damen vergleichen Menschen nicht mit Tieren, Liebes. Was ist? Begrüßungskomitee. Hallo, ich bin Laura Bell Pierce und das ist meine Tochter Maury und wir möchten Sie in Grovemont willkommen heißen, der freundlichsten Stadt in Wyoming. Wie goldig. Das Begrüßungskomitee ist da, Söhnchen? Hi. Na, was haben wir denn hier? Das ist das Überlebensset, weil Sie doch frisch eingezogen sind. Hier für dich. Hühnersuppenpastete? Ja, die gute mit der Kruste am Boden. Morris Daddy mag keine Suppenpastete ohne Kruste am Boden. Schnelle Mahlzeiten für die eilige Hausfrau von heute. Ja, und jedes Rezept beginnt mit einer herrlichen Büchse Pilzrahmsuppe. Wow, da leckt mich doch einer. Sehe ich aus wie eine Hausfrau? Nein. Wir wollten nur, dass Sie sich in Grovemont heimisch fühlen. Oh, um mit den Eingeborenen anzubändeln, bleiben wir nicht lang genug. Und dann... Hey, Doc! Krieg nicht gleich einen Abgang, Jack. Du kannst ruhig mal ein bisschen warten. Ihr Name ist Dot. Sie sollte ihre Eltern verklagen. So kann man doch kein Mädchen nennen, oder?
Hallo. Sie haben Doc Wardles Hütte gemietet, ha? Die Jungs haben je $1 bezahlt, um zu erfahren, ob sie alleinstehend sind. Sagen Sie den Typen, ich habe 5 Ehemänner. Jeder einzelne ist reich, brutal und eifersüchtig. Die nehme ich mir im wöchentlichen Rhythmus abwechselnd vor. Den Spruch kennt innerhalb von 2 Stunden jeder im Tal. Wetten? Ach, sagen Sie ihnen einfach, ich habe ein Gewehr. Und? Was macht man so den Tag lang in der 7. Klasse? Willst du das wirklich hören? Na, wenn nicht, schickt Casper dich auf Custers Militärakademie. Und das wollen wir doch wohl vermeiden. In Sozialkunde haben wir gelernt, wie man Schecks ausfüllt. Das machst du schon, seit du schreiben kannst. Ja. Und ich habe mich, glaube ich, in Maury Pierce verknallt. Hey, ist doch nett. Woher weißt du, dass du verknallt bist? Ich kann sie nicht ausstehen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Sie hasst mich richtig. Nennt mich Mäusehirn. Klingt für mich nach Liebe. Jetzt beeil dich mal, die Soße wird sonst noch ganz ranzig. Weißt du, warum ich dich lieber mag als die anderen Jungs? Weil wir beiden die Einzigen in der 7. sind, die lesen können? Nein, Dummerchen. Du bist der Hübscheste von allen. Darum. Oh, Mist. Du leckst am Spiegel. Ich nehme Kontakt auf. Mit wem? Mir selbst. Sam, hattest du schon mal einen Steifen? Mom. Ist doch traurig. Ich hab seit Jahren deinen süßen Schniedel nicht mehr gesehen. Er war so niedlich, als du noch ein Baby warst. Wir hatten so eine schwarz gesprenkelte Plastikwanne, in der ich dich gewaschen habe. Und du hast immer senkrecht in die Luft gepullert. Mom, ich hasse deine "Was bist du für ein süßer Nackedei gewesen" Geschichten. Mom, was machst du denn da? Nein, ich lass mich nicht gehen. Ich wette, Gulliver war gar nicht im Land der Yahoos. Er war bestimmt hier. Hey Lanelle, das war wohl eine Beleidigung. Ist mir egal. Wer morgens im Bus lernt, gibt ja doch bloß an. Das ist kein Schulbuch, das ist Literatur. Leseratte, Leseratte. Was für Literatur? Es ist ein historisches Reifungsdrama über eine junge Frau und ihre schmerzlichen Erfahrungen mit dem Leben, der Liebe und dem Sex. Was weißt du schon über Sex? Wenn ich das Buch durch habe, jedenfalls wesentlich mehr als du. Obwohl dazu ja wahrscheinlich nicht allzu viel gehört. Alles, was du uns bescheren hast, ich will auch immer schön artig sein. Amen. Sag mal, bist du erlöst worden? Wovon? Wenn du nicht alles ordentlich aufisst, wirst du in die Hölle kommen.
Wenn man in die Hölle kommt, weil man seine Thunfischkroketten nicht aufisst, dann habe ich meine Erlösung schon vor Jahren verpatzt. Kommst du? Ja, klar. Wie läuft's denn so, Sam? Alles bestens, Sir. Hast du schon mitbekommen, wie stolz wir auf unser Footballteam hier an der Grove High sind? Hast du nicht Lust mitzumachen? Würde ich gern, Sir, aber ich muss mich um meine Ma kümmern. Sie hat sich noch nicht an die geringe Luftfeuchtigkeit gewöhnt. Die Sache ist die, für das Training brauche ich 22 Spieler, aber ich habe nur 21. Und da sind ein paar dabei, die noch an Mamas Titte nuckeln. Ich werde nicht mehr gestillt, Sir. Ich muss dir wohl mal erklären, was den Unterschied zwischen einer 1 und einer 6 in Englisch ausmacht. Meine Liebe zum Football? Das ist der gute alte Schulteamgeist. Sprung nach links, Sprung nach rechts, runter, rauf, lauf, lauf, lauf. Ihr habt genug rumgeschwuchtelt, jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Hey, Sammy! Erzähl uns mal, wie sich die Möpse deiner Mutter anfühlen. Ziemlich so wie die deiner Schwester. Ich hab gar keine Schwester, du Spinner. 7,43! Hat! Mann, voll umgerannt. Hab ich ihn verletzt? Unsinn. Er hat sich bloß weibisch. Na los, Schlappschwanz, reiß dich zusammen. Hoch mit dir, Sam. Komm schon! Und auch weiterhin berichten wir natürlich von der Ermordung des Präsidenten. John F. Kennedy wurde heute Mittag um 12:35 Uhr erschossen, als seine Fahrzeugkolonne durch die Innenstadt von Dallas fuhr. Gouverneur Connally wurde ebenfalls erschossen. Tausende von Trauernden haben sich am Parkland Memorial Krankenhaus versammelt, um den Tod dieses... Sie haben Kennedy erschossen. Ja, ganz sicher. Aha, es kam in den Nachrichten. Und wer war's? Die Texaner. Heulst du wegen dieses Negerfreundes? Halt die Klappe, Dothan. Hey, wisst ihr, wofür das F in John F. Kennedy stand? Für fahrende Zielscheibe, Leute. Du kriegst heute gar nicht genug, hä? Was soll das werden, du Zocker? Ha? Willst du hier vor den Mädchen den Affen machen? Ha? Was zum Teufel ist dein Problem? Hör auf! Scheiße, die haben angefangen, Coach! Aufhören! Der kleine Bastard wird noch mal jemanden verletzen! Der Präsident ist tot und er hat sich darüber gefreut. Komm, wir gehen. Wohin denn? Wir können bei mir die Nachrichten gucken. Was ist mit der Schule? Wir können machen, was wir wollen, Sam. Heute ist alles egal. Das kommt natürlich auf den Blickwinkel an. Während der Rest der Nation den großen Verlust betrauerte, entwickelten sich die Dinge für mich gar nicht so schlecht. Jede Wette. Meine Mutter hat von der Ermordung gehört, aber es hat keine Wirkung auf sie. Sie backt ihre Kekse und wächst den Küchenfußboden. Meine Ma hat noch nie sowas wie einen Keks gebacken. Komm mit. Du bist aber früh zu Hause. Wegen der Ermordung fällt der Unterricht aus. Ist das nicht ein Jammer um Mr. Kennedy? Ob Sie Petey heute deswegen auch früher gehen lassen?
Ich mache das hier schnell fertig und dann bekommt ihr einen schönen heißen Kakao. Was sollen wir jetzt mit einem Kakao, Mom? Natürlich trinken, mein Schätzchen. Die ganze Welt ist einfach nur zum Kotzen. Ich musste herkommen, weil mein Fernseher kaputt ist. Was ist mit Ihrem? Ich habe keinen Fernseher. Ich habe seit Jahren niemanden kennengelernt, der keinen Fernseher hat. Gibt es im Süden keine Indianer? Sie sind Indianer? Blackfeet. Mein Daddy kann Indianer nicht leiden. Ich wünschte, mein Dad wäre hier. Wo ist er? Wir haben eine Pferderanch oben in den Bergen. Sie ist 15 Kilometer entfernt. Er bleibt im Winter meistens da. Was macht dein Dad? Ich habe keinen Vater. Ist er tot? Lydia verrät mir nichts über ihn. Betrunken redet sie von unbefleckter Empfängnis, wie Maria und Josef. Ich würde meine Mutter gern mal betrunken sehen. So toll ist das nicht. Bei ihrer Unterwäsche versteckt sie Fotos von 5 verschiedenen Typen in Footballklamotten. Bei ihrer Unterwäsche? Ich stelle mir vor, einer davon wäre mein Dad. Warum willst du in der Unterwäsche deiner Mutter herum? Einer der Kerle ist ein Schwarzer. Mom, ich bin zu Hause. Hey, wir sehen uns das an. Ist doch langweilig. Mom? Maury lässt mich nicht Rocky gucken. Schätzchen, dein Bruder guckt doch jeden Nachmittag Rocky. Warum ärgerst du ihn? Sieh's dir an, du Trottel. Der Präsident unseres Landes ist tot. Manche Dinge sind ihm wichtiger als Rocky, das fliegende Eichhörnchen. Daddy! Hey, wie geht's meinem Liebling? Hi. Hi. Lydia, da steht ein Indianer in unserer Küche. Ja, das ist Hank. Er ist Blackfoot oder Feet, habe ich vergessen. Er weiß viele tolle Sachen über den Wald. Du warst im Wald? Ach, das war klasse, Sam. Eine völlig neue Erfahrung. Was meinst du dazu? Ich glaub's nicht. Hast du von mir erwartet, ich würde für ewig auf der Couch rumhängen? Und was macht Hank jetzt in unserer Küche? Er macht das Abendessen. Irgend so ein Futter, das seinen Stamm durch die harten Winter gebracht hat. Caspar rastet bestimmt aus. Ach, ist das nicht wundervoll? Henki, Schatzi, wie nennt man dein Indianergericht eigentlich? Macaroni mit Käse. Begrüßungskomitee. Erklär mir das. Sammy? Ich fürchte, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich muss krank sein oder sowas. Du putzt dir die Nase mit einer Socke? Das kommt nicht aus meiner Nase. Als ich aufgewacht bin, war das Zeug auf mir drauf. Hast du vorm Aufwachen was Nettes geträumt? Mhm.
Kam ein Mädchen darin vor? Hast du es erkannt? Sie hat mich geküsst und dann war es ganz komisch. Du hattest einen feuchten Traum, Schätzchen. Sowas haben Jungs andauernd. Tu was damit. Na los. Siehst du, Jungs, die Väter haben, passiert sowas nicht. Dann kreuzige mich doch. Jeder Junge in Wyoming weiß bestimmt, was ein feuchter Traum ist. Jetzt werden mich alle auslachen und für einen Trottel halten. Armer Sammy. Ist dem Erwachsenwerden schon wieder ein Stückchen näher gekommen. Ich konnte es nicht erwarten, Maury zu berichten, was ich gelernt habe. Ich erklärte ihr den ganzen Vorgang. Bis auf die Stelle, dass ihre Mutter es war, die die Sauerei ausgelöst hatte. Wie viel ist davon rausgekommen? Ein Becher voll? Nein, kein ganzer. Wie viel dann? Es war überall verteilt. Ein Viertel voll, glaube ich. Eines Tages verliere ich meine Jungfräulichkeit. Und wenn es soweit ist, will ich nicht blöd dastehen. Ich will ganz genau wissen, was vor sich geht. Da, ba, ba, da, da. Kinder, wisst ihr nicht, dass Kaffee euer Wachstum bremst? Dort haben Sie und Ihr Mann Sex? Maury Pierce, ich wasch dir gleich den Mund mit Seife aus. Das war doch kein schmutziges Wort. Doch, finde ich schon. Sex ist ein schmutziges Wort? Wir sprechen niemals über dieses Wörtchen, wenn männliche Wesen dabei sind. Ich warte draußen. Während Maury sich Informationen von Dot besorgte, wandte ich mich meinem Traummädchen zu. Ich hatte so viele Fragen. Ich brauchte jemanden zum Reden. Jemanden, der gewillt war, die Geheimnisse der Liebe mit mir zu erkunden. Ich brauchte einen Profi. Meine Mom kommt erst in 20 Minuten nach Hause. Machst du es mir noch einmal? Ich weiß nicht, das wäre das 5. Mal, seit wir heute aus der Schule raus sind. Sam, es ist unromantisch, wenn du mitzählst. Und, was sagt sie? Sie sagt, Sex ist eine wundervolle und besondere Erfahrung, die aber nur richtig funktioniert, wenn zwei Menschen sich lieben. Erwachsene spinnen manchmal. Komm, Dolores. Die Orange in die Ecke. Geronimo! Sie hat's Yippie! geschafft. Darf ich jetzt noch mal? Daddy ist wütend. Er will Gouverneur werden oder sowas. Er denkt wirklich, ein illegitimer Enkelsohn in seiner Nähe könnte peinlich werden. Deswegen unsere Verbannung ins Hinterland. Netterweise durfte ich sogar wählen, entweder Sam geht oder wir beide gehen. In meiner Familie haben wir auch Politiker. Die sind schlimmer als Stinktiere. Hallo? Der Müßiggang ist der Acker des Teufels. Grandpa? Ausgezeichnet. Und jetzt gib mir deine Mutter. Lydia? Scheiße.
Scheiße, wo steckst du? Grandpa? Lydia ist gerade nicht hier. So, wo steckt sie? Sie wollte sich für einen Job vorstellen. In der Mormonenkirche. Als Sekretärin, glaube ich. Deine Mutter wird in ihrem Leben keinen einzigen Tag arbeiten. Sie will ganz von vorne anfangen. Das muss an der frischen Luft liegen. Sie ist viel verantwortungsbewusster geworden. Ich bin euer Geldhahn. Das respektiere ich, Sir. Sag ihr, sie soll den Indianer zum Teufel schicken oder sich dem Zorn des Allmächtigen stellen. Und das wär's dann du? Hi, Sam. Deine Ma hat sich gestern mit ein paar anderen ein Hotelzimmer genommen, nachdem die Bars dicht waren. Die feiern immer noch. Meine Cousine Dolores ist dabei. Ihr Mann hat's ihrer Mutter erzählt, damit die Dolores zurückpfeift. Aber es hat nicht funktioniert. Tja, ich mach grad Kaffee. Willst du einen? Ich möchte ein paar Regeln klären, bevor wir es tun. Was tun? Na, Sex. Denkst du, ich komme zum Spaß her? Du willst mit mir Sex haben jetzt? Nach dem Kaffee. Es wird Zeit, dass wir herausbekommen, was dieses ganze Sextheater soll. Denkst du, Lydia kommt heute nach Hause? Glaub ich nicht. Kannst du nachher einen Steifen kriegen? Weiß nicht genau. Er kommt und geht, wann er will. Ich habe noch nicht gelernt, wie man das steuert. Vielleicht muss das von selbst kommen. Naja, ich habe gehört, dass die Mädchen ihn sich in den Mund stecken. Ich mache doch nichts, wovon ich mich übergeben muss. Wir sind beide jungfräulich. Das habe ich von mir nie gesagt. Wir sind beide jungfräulich. Aber ich bin sicher, eines Tages machen wir es auch in echt. Das heute wird kein richtiger Sex? Wir sind Freunde, die miteinander was Neues lernen. Wir üben nur. Dann sind wir danach immer noch jungfräulich? Das müssen wir auch noch lernen, wo die Grenze zwischen jungfräulich sein und nicht jungfräulich sein liegt. Regel Nummer 1. Dein Zeug behältst du für dich. Und es wird nicht geküsst. Küssen ist sentimentales Gefühlsgehabe. Wenn du sentimental wirst, brechen wir das sofort ab. Schon versprochen. Kein Gefühl. Ich wünschte, wir müssten nicht nackt sein. Das sieht nicht machbar aus. Hengste stehen immer hinter ihrer Stute bei der Paarung. Vergiss endlich die Pferde. Hast du eine bessere Idee? Soll ich mich mal auf den Stuhl stellen? In meinen Büchern steht nicht, dass Mädchen sich auf Stühle stellen. Bücher überspringen diese Stellen und erzählen bloß, wie toll es war. Vielleicht müssen wir uns küssen. Hast du nicht aufgepasst? Geküsst wird nicht. Nimm ihn doch einfach mal in die Hand. Von mir aus aber nicht gucken. Das ist mein Bauchnabel, Sam. Sam! Das ist doch kein Viertelbecher voll, niemals. Na. Haben wir jetzt unsere Jungfräulichkeit verloren? Also ich ganz sicher nicht.
Ist sowieso alles scheiße. Sam, das ist meine Cousine Dolores. Hi. Howdy. Maury, ich verrate Lorabelle nicht, dass du hier warst, wenn ich auch nicht hier war. Was ist in der Flasche? Hustensaft mit reichlich Codein. Hilft, wenn man mit dem Trinken aufhören will. Du bist dran. Hi, Mom. Wer? Hi, Lydia. Das ist meine Schulfreundin Maury. Ah, das Begrüßungskomitee. Meine Ma hatte mich gezwungen, mitzukommen. Sie will eine Hausfrauenmedaille gewinnen. Du solltest dich deiner Mutter niemals schämen. Sieh dir Sam an, dann weißt du, wohin das führt. Ich musste pinkeln wie ein Rassepferd. Ich schwör's, Codein-Hustensaft kauft man nicht, man leiht ihn sich. Und was habt ihr den ganzen Morgen über getrieben? Wir spielen Romme. Ich schulde Maury schon $3,50. Ist gar nicht wahr. Wir haben versucht, Sex zu machen, aber wir konnten nicht. Wie kommt ihr plötzlich auf Sex? Ich will das Gefühl kennen, bevor ich in die Pubertät komme und es ernst wird. Und ich dachte, wenn Sam wüsste, wie man Mädchen befriedigt, würde er beliebter werden. Bisher sind seine Chancen da aber nicht sehr gewachsen. Was war denn mit dem kleinen Mann? Wollte er etwa nicht hochkommen? Er ist hochgekommen, aber wir wussten nicht, wo er überhaupt rein muss. Und dann hat er auch schon abgespritzt. Du bist dran. Führst du mit deiner Mom auch solche interessanten Unterhaltungen? Meine Mutter denkt, dass man mit 14 noch nicht mal küsst. Ich wusste, wo er reingehört, schätze ich. Aber es ging nicht. Er ist dafür bestimmt zu groß. Einen zu großen gibt es nicht. Warst du schön erregt? Erregt? Ja, erregt, wenn man feucht ist. Genau. Richtig feucht. Da unten. Ja. Hätte ich Wasser nehmen sollen? Wasser reicht leider nicht ganz. Zigarette. Ein Gentleman lässt sich Zeit, um seine Lady mit dem Vorspiel zu erregen. Vorspiel? Was ist das? Du weißt schon, wenn ein Mann dir die Brüste knetet und dir Unanständiges ins Ohr flüstert. Dolores! Ach, Lydia. Ich wünschte, meine Mutter hätte mich in diese Geheimnisse eingeweiht. Also gut. Wenn ihr schon neugierig seid, dann macht's wenigstens richtig. Oh nein! Also, Maury sieht ungefähr so aus, ja? Ich habe die Augen zugehabt. Was du willst ist, du willst ihn da unten reinkriegen. Einer von euch muss ihn sich dazu schnappen und vernünftig einführen. Es dauert sonst Jahre, bis er von allein reinrutscht. Jahre. 2 Sachen noch. Ihr Süßen könnt von mir so viel rumspielen, wie ihr wollt, aber sobald Morris Periode einsetzt, ist das Spiel vorbei. Was ist eine Periode? Nummer 2. Ihr müsst die Form wahren. Vor Erwachsenen wird so nicht geredet. In eurer Altersklasse sollte man seinen Sex, sagen wir mal, ein wenig tarnen. Wieso? Die Welt bricht zusammen, wenn man offen übers Vögeln redet. Sam, lass uns auf deinem Zimmer ein paar Comics lesen. Ja, auf Comics habe ich Lust. Oh, ich habe was Schlimmes getan. Aber nein. Spöttische Erzählung mit 10 Buchstaben. Satire vielleicht. Viel zu kurz. Ich würde gerne mehr über Frauen erfahren. Frauen haben Recht und Männer Unrecht. Nur das zählt. Zum Thema Zuneigung. Wird Maury mich jetzt gern haben, nachdem wir Sex hatten? Ihr wird ab jetzt immer warm ums Herz werden, sobald sie an dich denken muss. Aber sie sagt, wir seien nur Freunde. Freu dich, du hast deinen Spaß und dir wird niemand das Herz brechen. Aber wenn ich sie so gern hab und sie mir doch mein Herz bricht? Dann sieht's schlecht aus. Es läuft so, Sam. Wenn du mit einem Mädchen schläfst und sie definiert dich danach als Freund, dann wird sie in dir immer nur einen Freund sehen und niemals ihren Liebsten. Und es gibt nicht das Geringste in dieser gemeinen Welt, was du dagegen machen kannst. Gib doch zu, dass dir unsere Nacht was bedeutet hat. Wovor hast du Angst? Wir haben nur das gemacht, was ich am liebsten mag. Sex ohne Konsequenz. Ich bin da, Mom.
Wenn ich eine Dummheit mache, komme ich ins Gefängnis. Wenn du eine Dummheit machst, musst du ein paar Monate beim Fußvolk leben. Mein Beileid. Das Schlimmste, was dir passieren könnte, ist, dass du deinen Treuhandfonds verlierst. Ich werde jedenfalls nicht den Rest meines Lebens in der Schlange stehen und auf eine Käseration hoffen. Und wieder ein losgeworden. Komm, geh deine kleine Freundin vögeln und lass mich in Ruhe. Wir haben ein Doppelrendezvous fürs Kino. Wir beide und noch ein Pärchen? Nein, ich und Dothan und Jacket Morris und du. Aber Dothan ist unser schlimmster Feind. Er ist dein schlimmster Feind und mein fester Freund. Er hat sich gefreut, als Kennedy erschossen wurde. Und er sagt Nigger. Er wiederholt bloß den Mist, den sein dummer Rassistendad zu Hause schwafelt. Er wusste es nicht besser. Verprügelt hat er uns auch. Er hat sich dafür entschuldigt. Bei mir nicht. Er hat uns zusammen gesehen, da war er eifersüchtig. Er steht immerhin schon seit der 5. auf mich. Du auf ihn auch, hm? Darum geht es nicht. Dawson hat ein Auto und einen Führerschein. Die Verabredung steht fest. Mann, ich kann Jacket aber nicht leiden. Ja, aber sieh dich. Jetzt hast du mal eine Chance, eine Freundin zu kriegen. Los, beeil dich. Mom kommt bald nach Hause. Wieso küsst du mich nicht endlich? Dann musst du den Kaugummi rausnehmen. Aber den habe ich gerade gekauft. Wie du willst. Wahnsinn! Als ich hierher gezogen bin, dachte ich, ihr werdet langweilig, aber ihr seid richtig toll! Na schön, du hast gewonnen. Du hast mir in die Zunge gebissen. Gib's ihr, Sammy. Gott, das war ja scheußlich. Das war ein Kuss. Aber was hatte deine eklige Zunge da zu suchen? Küsst man bei euch im Osten so? So küsst man überall, Charlotte. Nein, nicht wenn einer ein guter Christ ist. Daddy sagt, Männer wollen meine Begierde wecken. Nur damit sie mich schwängern und mein Leben zerstören können. Und dann muss ich doch in die Hölle. Du klingst nicht begierig. Ich war nicht drauf eingestellt eben. Versuchen wir es nochmal. Sam, du wohnst hier. Kommt ihr noch mit rein? Lydia hat ein paar neue Schallplatten. Nein, danke. Dothan fährt mich lieber nach Hause. Hm? Ganz sicher?
Steig endlich aus, Sam. Ich bin sicher. Kommst du zurecht? Was glaubst du denn, was ich mit ihr anstelle, verflucht? Geh jetzt, Sam. Wie ich sehe, hat Don Juan sich entschlossen, uns mit seiner Gegenwart zu beehren. Da dam da da, da dam da da, da 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 da. Sam ist verknallt. Hey, was sollte dieser Don Juan-Quatsch? Du hattest eine Zunge in Jackett? Sie hat gesagt, küss mich, also habe ich sie geküsst. Sie behauptet, du hättest sie leidenschaftlich abgeknutscht. Wo hast du denn so küssen gelernt? Ich habe Lydia und ihren Typen zugeguckt. Wenn Mom mich rauslässt, komme ich nach Dick Van Dyke zu dir. Diesmal könnten wir uns ja auch mal küssen. Sag mal, hast du eigentlich Sex mit Dawson? Natürlich nicht, du Trottel. Er ist mein fester Freund. Guten Morgen, Schatzi. Ich hab's gern, wenn der Junge mit mir ansteht und mein Tablett trägt. Ich verzeih dir diesmal, aber deine Manieren müssen sich bessern, da wir jetzt miteinander gehen. Wer geht miteinander? Na, wir natürlich. Jeder weiß, was im Kino passiert ist. Zu einer Beziehung gehört doch wohl mehr als ein Biss in die Zunge. So kommt man vielleicht bei euch im Osten durch, aber hier in Wyoming ist man anständig. Da fällt mir ein, ich trage ab jetzt deine Jacke. Was? Im nächsten Jahr muss ein Buchstabe drauf sein, aber fürs Erste geht's so. Charlotte, wir haben draußen Frost. So beweist du doch deine Liebe zu mir. Du opferst deine Jacke, damit ich da nicht friere. Ich will meine Liebe nicht beweisen. Dann werden alle denken, du hast mich nur benutzt. Und sagen, ich wäre billig. Komm, Liebling, gehen wir. Oh Gott. Hanks Wagen vor der Tür war ein gutes Zeichen. Die Wasserrohre waren morgens eingefroren, wodurch Lydias Stimmung, die seit dem Streit sowieso schon angeschlagen war, einen neuen Tiefpunkt erreicht hatte. Ich stellte mir vor, dass sie oben eine kleine Versöhnungsorgie feierten. Ich freute mich für die beiden. Sie mochten sich anscheinend wirklich. Aber immerhin ist deine Mom und ich hoffte, dass sie mich hörten und aufhören würden. Ich war nicht in der Verfassung, das Gestöhne und Gewimmere meiner eigenen Mutter hören zu wollen. Mom? Mom! Mom! Lydia? Hallo, Schätzchen. Hi, Lydia. Tada! Ich hatte keine Zeit, das einzupacken. Was hast du dann getan? Jetzt kannst du die ganze Nacht deine blöden Baseballberichte hören. Danke, Mom. Sam? Ich meinte danke, Lydia. Mein Geschenk liegt noch im Wagen. Werden wir ihn behalten? Du machst dich lächerlich, er ist doch kein Pulli. Habe ich auch nicht gesagt. Was soll's, so lange bleiben wir hier ja nicht. Frohe Weihnachten. Was ist das? Gemäß der Tradition müsste es ein Pferd sein. Aber ich wusste nicht, ob du eins haben willst. Sam hat's mit ausgesucht. Hey, ich habe ihm gesagt, ehe du da draufsteigst, bricht die Welt zusammen. Da hast du ganz recht. Ich habe gesagt, Casper lässt dich nicht Rad fahren.
Nicht so langsam, Sam. Ich komm schon. Du kriegst 5 Mäuse, wenn du mir den Hut runterschlägst. Los, das schaffst du! Guckt mal, ich kann's freihändig. War vorsichtig. Ja, mit einer Hand. Fall nicht hin. Achtung! Sind Indianer immer so wackelig auf dem Fahrrad? Nächstes Mal kriegt sie das verdammte Pferd. Dich hol ich mir. Wenn das schwer wäre. Na los, Beeilung. Komm zurück, Lydia. Auszeit. Maury liebt mich nicht, Sam. Sie liebt dich. Du kannst sie haben. Ganz schön sportlich von dir. Kein Problem. Ich liebe jemand anderen. Ist Lydia da? Ja, wir fahren picknicken. Willst du mitkommen? Fährt Lydia mit? Na klar. Hank hat uns eine tolle Aussicht auf den See versprochen. Wehe, er hat gelogen. Hey, seht mal. Die Natur erinnert einen Menschen immer wieder an seine Ideale. Man glaubt wieder an Dinge. Zum Beispiel? An wahre Schönheit. Und an das Edle im Menschen. Die Menschen in den Städten haben den Glauben daran verloren. Bloß weil sie es nicht sehen können. Ach, ich liebe es, wenn er seine Häuptlingsreden hält. Woran sieht man, dass man schwanger ist? Wir sagten, das Spiel hört mit deiner ersten Periode auf. Ich habe noch keine Periode gehabt. Was ist eine Periode? Ich weiß selbst kaum, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein. Ich weiß nur einmal und da war ich nicht viel älter als du jetzt. Ich bin noch ein Kind. Ich kann kein Baby kriegen. Das habe ich auch gedacht. Du hast mich am Wochenende nicht angerufen. Ich weiß gar nicht, wieso ich überhaupt mit dir zusammen bin. Ich finde, ein Anruf am Tag muss es schon sein. Sharons Freund ruft sie mindestens 10 Mal am Tag an. Er lässt es einmal klingeln und legt auf. Nur damit sie weiß, dass er sie noch liebt. Und heute Morgen hast du nicht mal meinen neuen Rock bemerkt. Ich war richtig bestürzt. Ich meine, sogar Rodney hat mir ein Kompliment gemacht. Und was ist von dir gekommen, hä? Gar nichts. Das tut weh. Für wen mache ich mich denn hübsch? Doch nur für dich. Du bist mein fester Freund. Wenn unsere Beziehung sich nicht langsam mal nach meinen Vorstellungen entwickelt, dann hat das mit uns keinen Sinn, so leid's mir tut. Alles in Ordnung? Wie sieht es denn aus? Wenn du schwanger bist, dann werde ich dich heiraten. Sam, ich kann dich nicht heiraten. Warum nicht? Ich bin 14
14 Jahre alt. So schlimm wird das gar nicht, Kleines. Wir können uns eine Wohnung mieten. Ich suche mir einen Job. Oh, Sam, red bitte keinen Unsinn. Kommst du nun mit oder was? Ja. Gut, zeig uns den Weg. Wisst ihr, mich hat niemand gefragt, was mit dem Baby passieren soll. Nein, und das wird auch keiner tun. Dolores meinte, das wäre ein scheußliches Städtchen hier. Und das meinte sie nicht im netten Sinne. Ich muss zu Hause sein, bevor Mom aus Idaho Falls zurückkommt. Bringen wir es hinter uns. In Ordnung. Sie müssen dann nur noch dieses Formular ausfüllen und unterschreiben. Alles in Ordnung? Sie warten auf dich. Jetzt kriege ich Angst. Du schaffst das schon. Ich weiß. Hier geht's lang, Schätzchen. Ah ja. Hier unten bitte. Es wird schon gut gehen. So, bitte sehr. Danke. Die wissen alle, wieso wir hier sind. Sam, zappel nicht so rum. Ich warte lieber drüben. Sehr schön. Sam? Maury! Lass uns gehen. Maury? Maury. Laura Bell Pierce und Coach Stebbins. Das zum Thema Begrüßungskomitee. Daddy. Ach, nicht doch. Das gibt's nicht. Wieso hatten beide für ihre Abtreibung den gleichen Termin? Es gibt nur eine Klinik in der Gegend, die sowas macht. Und das auch nur samstags. Ich wette, es gibt gar keinen Bridge Club in Idaho Falls. Während Daddy oben auf der Ranch die Pferde versorgt, liegt Mom nackt bei Howard Stebbins und lässt sich da dreckig ins Ding reinstecken. Ich hasse Mütter. Ach, Süße. Willst du wirklich nicht mit zu uns nach Hause kommen? Ich muss Petey das Abendessen machen. Mom kommt bestimmt erst spät zurück. Sam, sie ist barfuß. Oh. Ich sehe dich dann morgen. Dann behältst du das Baby?
Ich kann darüber jetzt nicht nachdenken. Okay. These foolish tears that I'm crying over you. This foolish heart. Was ist mit dir los? Ich habe heute ein bisschen Spaß verdient. Kinder aufzuziehen ist eine furchtbare Verantwortung. Woher willst du das wissen? War das eine Anspielung? Konnte ich ahnen, dass sie schwanger wird? Ich habe genug davon, dass du immer alles verurteilst. Die Kinder sind erst 14. Und du zeigst ihnen, dass Sex ein Spiel ist. Dein Vater hat recht. Sam wäre vielleicht in der Militärschule besser aufgehoben. Trinken Sie das noch? Komm, Dagi, tanz mit mir. Hey! Komm schon, Dagi. Ja. Kriege ich endlich einen Kaffee oder muss ich hier erst jemanden vögeln? Ich habe Hanks Wagen gestern gehört. Er weiß, was du getan hast. Gut, erschieß mich. Morgen. Hi. Und? Bekommst du dein Baby? Ich schätze schon. Wirklich? Was freust du dich so darüber? Wahrscheinlich fühle ich mich bereit dazu, Vater zu werden. Morgen, Ladies. Was hat Hank denn vor? Was hat er denn da? Das ist unser Elch. Er ist voll bis an den Rand. Hank trinkt doch gar nicht. Vielleicht ist er krank. Ach du Scheiße. Ist jemand verletzt? Hey, du Blödmann. Nenn mich nicht Blödmann. Du hättest Maury verletzen können. Deine Mutter ist eine Hure. Ja, aber das ist sicher nicht die Schuld von Maury. Tut mir leid. Trotzdem ist deine Mutter eine Hure. Alles in Ordnung? Noch ein bedauernswerter Mann, der auf dich gehofft hat. Du schaffst sie alle. Du bist ein Arschloch, Sam. Du bist selbst eins, Mom. Deine Eltern haben eine schöne Ranch. Danke. Glaubst du, das Reiten ist gut für dich? Dad meint, ich wäre auf einem Pferd geboren. Na komm. Ich soll damit draufsteigen? Hast du etwa Angst?
Ahnt dein Dad schon irgendwas? Wenn wir älter wären, würde er dich wie ein Luchs beobachten. Im Moment aber ist deine größte Befürchtung, dass Lydia mich rauchen lässt. Und deine Mom? Weiß sie, dass du noch schwanger bist? Mom redet darüber nicht, aber es macht sie verrückt, dass sie nicht weiß, was los ist. Sie schleicht sich in mein Zimmer, wenn sie denkt, dass ich schlafe. Und dann starrt sie mich stundenlang an. Gespenstisch. Ist es nicht viel schöner, dass wir Freunde sind und kein Paar? Wenn wir zusammen wären, hätte ich dir diesen Ort nie gezeigt. Wir könnten uns mal trennen und was wäre dann mit mir? Was wäre mit dir? Jemand, den ich nicht mag, würde mein Geheimnis kennen. Aber ich will immer noch Sex mit dir haben. Wir können jetzt keinen Sex haben. Wir sind die besten Freunde. Ich kann nicht riskieren, dich für sowas Albernes wie Sex zu verlieren. Ich bin verwirrt. Du fährst gleich nach Haus. Ich bleib auf der Ranch. Ich will mit Dad reden. Kriegst du das hin? Es wird Zeit. Denkst du, es wäre möglich, die Frage nach dem Vater zu ignorieren? Ich versuch's, aber verriegelt heute Abend auf jeden Fall die Tür. Hi. Danke, Schatz. Maury wollte ihrem Dad heute von dem Baby erzählen. Was meinst du, wie er reagiert? Buddy Pierce wird dir sein Eisen auf den Hintern brennen. Ist das buchstäblich gemeint oder metaphorisch? Ich bin Gottes Geschenk an die Pferde. Gratuliere, Sir. Aber ich bin leider aus Versehen in ihrer Tochter gekommen. Und naja, jetzt ist sie schwanger. Nein! Kann ich hier wohnen, bis das Baby da ist? Natürlich. Wie ist es mit deinem Dad gelaufen? Er sagt, ich bin ein Flittchen und er schämt sich, mein Vater zu sein. Komm, du hast ihn damit überrascht. In ein paar Tagen hat er sich wieder beruhigt. Nein, das glaube ich nicht. Er ist ein anständiger Mensch und ich eben nicht. Ich schlaf dann mal auf der Couch. Nein, wieso? Das ist mir zu weit weg. Schlaf bitte hier auf dem Boden, nur falls ich dich brauche. Dein ganzes Leben habe ich dir gezeigt, wie man mit öffentlicher Missbilligung umgeht. Jetzt zeig du mal, was du gelernt hast, Liebling. Ich komme mir vor wie Lee Harvey Oswald. Als wären wir voller Läuse. Wir sehen uns nachher, Sammy Boy.
Tut mir leid, dass ich Maury geschwängert habe, während wir zusammen waren. Sam? Hat sie es ihm gesagt? Was gesagt? Weiß Ihr Vater jetzt über mich Bescheid? Dass Sie und Ihre Mutter eine Abtreibung hatten? Nein. Sie liebt Ihren Dad zu sehr, um ihm zu sagen, dass Sie und Ihre Mom Sex haben. Ich habe mit Laura Bell kein Wort mehr gewechselt seit der Klinik. Das kannst du Maury sagen. Sie lassen sie abtreiben und machen Schluss? War das denn nicht das Beste für alle? Wie haben die anderen davon erfahren? Jetzt, da Daddy es weiß, sind mir die anderen egal. Wem hast du's erzählt? Ihm. Sammy Boy, wie geht's denn so? Ich, komm zurecht. Gut. Bleibt es bei Freitagabend? Im Kino gibt's immer noch die Stadt ohne Gnade. Hey, was ist mit Jackett? Wenn du magst, machen wir Samstag mal einen Ausflug. Ich weiß nicht. Da muss ich Jackett erst fragen. Er muss erst Jackett fragen. Wenn der Typ noch witziger wird, kommt er bestimmt ins Fernsehen. Warum hat mich Dothan heute Mittag nicht verhauen? Er ist ein verständnisvoller Junge. Und ich habe ihm gesagt, ich mache mit ihm Schluss, wenn er dir was tut. Der Frühling in Wyoming dauert genau 2 Wochen und zeichnet sich durch besonders viel Matsch und jede Menge Schwangerschaften aus. Da sich die ganze Natur zu vermehren schien, fühlten sich Maury und ich voll dazugehörig. Wir entdeckten den großen Vorteil, den es hat, wenn man von der gesamten Stadt geächtet wird. Die Leute lassen einen in Ruhe. Ohne Hank war Lydia noch viel zickiger als normalerweise. Und die steigenden Temperaturen waren für Maurys Stimmung auch nicht gerade hilfreich. Sie sagte, schwanger zu sein wäre erbärmlich. Aber um die Wahrheit zu sagen, mich stört es gar nicht so sehr. Ich werde ein bisschen Rad fahren. Willst du mitkommen? Gerne. Du putzt dir immer schön die Zähne? Ja, Mom. Und nach jedem Duschen nimm ein frisches Handtuch. Ja, mache ich. Mach's gut. Ich find's unmöglich, dass wir Dothan mitnehmen müssen. Er ist mein Freund, also sei gefälligst nett zu ihm. Was ist mit deinem Arm? Mein Dad hat ihn mir gebrochen, Zum Teufel, warum macht der sowas? weil ich ein bisschen zu frech war. Und deswegen bricht er dir den Arm? Ich hatte es verdient. Können wir das Thema wechseln? Gebongt. Hallo Leute, ihr könnt euch freuen, dass ihr heute hier rausgekommen seid. Das wird ein tolles Rodeo werden hier in Grove On. Na los, Mann, schmeiß ihm das Dass es rüber. vorhin ein bisschen geregnet hat. Denn was macht ein richtiges Rodeo aus? Blut und Matsch. Klatscht mal ein bisschen lauter für den guten Joe Brannigan. Mehr als euer Klatschen wird für ihn heute nicht drin sein. Dieser Machtwahn, kurzzeitig ein Pferd zu beherrschen, hat was von einem sexuellen Beweisdruck.
Männer wollen demonstrieren, dass sie jedes wilde und schöne Wesen unterwerfen können, wenn sie es nur zwischen die Beine kriegen. Ich find's nur komisch, dass sie einen Preis gewinnen, wenn sie 8 Sekunden durchhalten. Und der nächste Teilnehmer im Wettbewerb ist Hank, der Elch Egg Runner, hier aus Grove. Laut, schnapp ihn dir, Hank! Das war eine super Zeit. Damit liegt Hank Egg Runner eindeutig in Führung. Mir ist schleierhaft, wie so ein Mann, bloß weil er ein Tier zu Boden schleudert, gleich von allen bewundert wird. Gut gemacht, Hank! So sieht ein richtiger Prachthengst aus. Danke, Leute! Mörder! Mörder! Ladies and Gentlemen, bitte bewahren Sie die Ruhe. Es sieht immer schlimmer aus, als es ist. Hilf mir mal jemand! Holt einen Arzt, er ist verletzt! Ich sollte mal lieber nach Mom sehen. Ich komme mit. Solche Unfälle kommen leider vor. Aber machen Sie sich keine Macht Sorgen. schon. Wir bringen Bewegt ihn sofort euch. ins Krankenhaus. Vorsicht, passt auf! Ich bin gleich wieder da. Danke, Männer. Er wird schon wieder. Mama? Ich muss den Boden sauber machen, bevor Buddy nach Hause kommt, sonst wird er noch wütend. Mom, lass doch, der Boden ist doch jetzt egal. Nein, Schatz, es gibt nur Flecken auf dem Linoleum. Die spinnt ja. Die sollte man einsperren. Das ist ihre Schuld. Nicht mehr als deine. Du hast mein Baby getötet, mein Baby! Wovon spricht sie bitte? Mom! Er hat mein Baby umgebracht! Beruhige dich! Mama! Mom, was? Was machst du denn? Nein! Sie dürfen die Absperrung nicht überqueren. Wir müssen ihr helfen. Wieder auf die Tribüne zurück. Was Sie machen, ist lebensgefährlich. Könnte bitte jemand der uns helfen? Nein! Nein! Bleiben Sie bitte sitzen. Halt mir vom Hals! Sehr schön. Nein, gehen Sie weg! Ganz ruhig. Ihr sollt mich alle in Ruhe lassen! Schon gut. Mama. Alles wird gut. Leute, habt ihr so einen Ritt schon mal gesehen? Das war ja ganz große Klasse. Buddy ist bestimmt noch im Krankenhaus. Wir fahren hinterher, falls sie uns braucht. Der Stolz ist unwichtig, wenn man einen guten Mann verliert. Ja. Kann mir einer erklären, was dieses Stolzgewäsch von eben sollte? Das Leben ist zu kurz, um es zu verschwenden. Wir sehen uns später. Hey! Du kannst mir nicht entkommen, du bescheuerte Rothaut! Hey! Red mit dir! Meinst du, sie kriegt ihn? Hank hat keine Chance.
nichts. Warum täuschen Frauen Orgasmen vor? Das ist mir ehrlich gesagt im Moment vollkommen egal. Ich fühle mich nicht so wohl. Frauen täuschen Orgasmen Hör vor. doch dem Geburtstagskind mal zu. Also, Frauen täuschen Orgasmen vor, weil Männer das Vorspiel vortäuschen. Manchmal, wenn ich einen richtigen Orgasmus hatte, erzähle ich dem Mann, ich hätte ihn nur vorgetäuscht, damit er nicht abhebt. Männer dürfen nicht abheben. Ich werde mein Baby mit Marshmallows großziehen. Ich habe Sammy mit Dr. Peppers großgezogen. Sieh ihn dir an. Ich sehe doch ganz gut aus. Wer sagt das? Lass ihn dir hängen! Hör auf! Seine Füße, halt sie fest! Drauf! Oder nein! Hol lieber die Marshmallows! Nein! Na, mach! Hört auf! Das kriegst du zurück, Freundchen! Steck ihm ein paar in die Ohren. Sag Onkel, sag Onkel! Höher, Silver! Höher! Steh auf, Sam. Hörst du nicht? Hoch mit dir, Freundchen. Samuel, komm auf die Beine. Dies ist deine Sonntagsuniform für die Custer Militärakademie. Sobald du dieses klebrige Kinderzeug aus deinen Ohren gepult hast, gehst du ins Haus und ziehst sie an. Daddy. Du bist jetzt still. Wir fahren sofort nach Hause. Wir bringen Samuel zur Custer und dann fahren wir beide weiter nach Greensboro. Wir können hier nicht weg, Grandpa. Wir bekommen ein Baby. Ich bin mir sicher, die Kleine hat selbst eine Mutter, oder? Meine Mutter ist im Irrenhaus. Mag sein, von mir aus. Du hast dir die Suppe eingebrockt, jetzt löffle sie aus. Ich werde nicht tatenlos dabei zusehen, wie sich mein Enkelsohn von einem Flittchen einfangen lässt. Maury ist kein Flittchen. Du sollst deinen vorlauten Mund halten. Ich will aber nicht. Du kannst hier nicht einfach reinspazieren und unser neues Zuhause kaputt machen. Diese Menschen sind unsere Familie. Familie? Komm, eine Schlampe, ein Kiowa und ein verdammt schwangeres kleines Mädchen. Interessant. Ich bin gespannt, wer aus dieser Familie nächsten Monat deine Miete bezahlen wird. Blackfeet. Und was soll das schon wieder bedeuten, bitteschön? Ich bin Blackfeet. Kein Kiowa. Ich hörte, du lebst in einem kleinen Wohnwagen. Glaubst du, es wird dir gefallen, in so einem Loch deine Indianerbabys auszutragen? Daddy, du bist so ein Arschloch. Ja, das mag sein. Falls du jemals selbst für dich aufkommen kannst, dann darfst du leben, wo du möchtest und auch wie du möchtest. Egal wie abartig das dann sein wird. Aber solange ich alles bezahlen muss, tust du das, was ich dir anweise. Ist das klar? Geh ins Haus und zieh deine Uniform an. Trödel nicht rum, Zeit ist Geld. Ich entschied, das Leben ist ein Riesenschwindel. Wieso dürfen Menschen nicht einfach tun, was sie wollen? Maury war nicht in mich verliebt. Jedenfalls nicht auf die richtige Art. Wenn wir anständig verliebt wären, so wie Romeo und Julia, dann könnten wir uns gegen Casper wehren. Wir könnten in die Berge fliehen oder uns an einen Felsen ketten. Romeo und Julia waren genauso alt wie wir und die hat niemand wie Kinder behandelt. Allerdings sind sie am Ende auch gestorben. Hey, wie bist du denn hergekommen? Hank hat mich gefahren. Er ist auf der Ranch und redet mit Dad. Dein Großvater ist ganz schön böse auf dich. Ich zieh diese verdammte Uniform nicht an, niemals! Doch, das wirst du. Du und Lydia, ihr habt keine Chance und das wissen wir alle. Ich werde dich und das Baby nicht verlassen. Ich versteck mich in den Bergen und lebe von Wurzeln und Fröschen, wenn's sein muss. Wir haben einen Fehler gemacht. Ein Baby fragt nicht, ob wir dafür bereit sind oder nicht. Sei bitte nicht traurig, Sam.
Selbst wenn alles noch so schlimm aussieht, wir bekommen trotzdem zusammen ein Baby. In nicht mal 4 Jahren bist du 18 und dann kommst du zurück. Komm schon, hab dich nicht so. Na, warte. Lass Jetzt das. fliegst du ins Hör Wasser. auf. Nicht! Sam, Was ist denn? ich habe das Baby gespürt. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Pierce. Sie sind Großvater. Okay. Was ist mit mir? Mr. Johnson, Apparat 340. Mr. Johnson, Apparat 340. Du hast eine Tochter. Ihr Name ist Shannon. Den mag ich. Darf ich sie anfassen? Na gut, aber vorsichtig. Ein Baby ist kein Football. Klar, Babys fliegen nicht so weit, wenn man sie wirft. Das ist nicht witzig, Sam. Ich hoffe, sie hat mein Aussehen und Daddys Verstand geerbt. Und von mir nichts? Ich hoffe, dein Herz. Schon verrückt, was aus dem Zeug in der Socke werden kann. Ganz schön cool, hä? Ja. Ich will nach Hause. Erst wird gegessen. Halt, ich kann da nicht rein. Mein Großvater wird mich entführen. Nein, das wird er nicht. Komm jetzt. Doch, und dann steckt er mich in die Militärakademie. Das werde ich nicht erlauben. Geh vor. So, dann los. Was kann ich bringen? Hallo, Sam. Und, wie hat sie das Baby genannt? Shannon. Oh mein Gott, das ist ja eine Strafe. Mein Baby heißt Shannon. Kriege ich endlich einen Kaffee oder muss ich hier erst jemanden vögeln? Krieg nicht gleich einen Abgang, Jack. Mom? Unsere Beziehung basiert auf gegenseitigem Respekt, Sam. Vergiss das bitte niemals, okay? Ich habe zwar eine Enkeltochter, aber ich bin noch keine 30. Dass du hier arbeitest, geht nicht. Dann pass mal auf. Ich gebe ihr keinen Monat. Beim ersten abgebrochenen Fingernagel kommt sie nach Haus zu Daddy. Da wartest du lang, Daddy. Heißt das, ich muss nicht auf die Kasta gehen? Solange wir uns selbst finanzieren, kann der alte Ziegenbock uns zu nichts zwingen. Mit den Trinkgeldern wird sie die Miete nicht aufbringen. Bei dort reicht es. Und ich verkaufe meinen Wohnwagen. Ich komme in die Stadt und ziehe bei euch ein. Morris' Familie gibt auch was dazu. Zieht Moray auch bei uns ein? Immer nur zeitweise, wenn Buddy auf der Ranch ist. So, was kann ich euch bringen, Leute? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, um mit dem Pöbel zu schwatzen. Sam Callahan, ich möchte ein Baby von dir. Wir alle möchten ein Baby von dir. Wir wollen dich als Vater einer ganz neuen Generation. Tut mir leid, ich wäre gern der Vater deines Kindes. Aber mein Herz gehört meiner wahren Liebe. Es gehört sich nun mal nicht, Babys mit mehreren Frauen gleichzeitig zu haben. Du brichst mir das Herz. Das verheilt. Ich bin sicher, irgendwann verstehst du, wieso es heißt, ein Mann, ein Baby.
Nach dem Cheerleader-Training fahre ich nach Green River. Also übernimmst du die 6 Uhr Fütterung, ja? Ich bin der Vater, nicht der Babysitter. Kommt aufs Gleiche raus. Schön brav sein. Wenn du Hilfe brauchst, frag Lydia. Ich schaff das schon. Bis dann. Mach's gut. Die Zukunft lag vor Sam wie der große amerikanische Roman, der nur darauf wartete, geschrieben zu werden. Lydia würde Hank heiraten und sich dem Begrüßungskomitee anschließen. Maury würde lernen, Sam zu lieben, so wie Mütter die Väter ihrer Kinder lieben sollten. Shannon würde zu einem wunderschönen, talentierten, jungfräulichen Mädchen heranwachsen. Sam wusste, dass der Weg, der vor ihm lag, lang, steil und voller Pferdemist war. Aber er war nun bereit, ihn zu gehen. Denn irgendwie, auf irgendeine Art, würden die Kellnerin, der Indianer, die Cheerleaderin und der 15-jährige Vater überleben. Sie waren die moderne amerikanische Familie. Now that's what it should have been.